Leider habe ich vergessen, den Ton aufzunehmen. Daher sabbel ich einfach, während das Video hier läuft. Also was ich eigentlich zeigen möchte, ist Packet Radio mit dem C64er. Ich mache das Ganze über CB-Funk auf dem Kanal 24. Ich betreibe da selber eine Mailbox und ein Node und verwende hier auf dem C64er das Programm Digicom 64. Ich habe das hier mal, wie man das früher auch gemacht hat, mit einem Diskettenlaufwerk geladen. Das dauert natürlich so seine Ewigkeit. Und wenn man wartet, bis er fertig ist, fühlt sich das alles noch länger an. Ehrlich gesagt, ich fühle mich beim Videomachen immer ziemlich blöd, in die Gegend zu sprechen. So, da haben wir das Digicom gestartet. Als erstes muss man die Uhrzeit eingeben. Ja, was sage ich in dem Moment? Ich hatte meine Brille nicht auf und hatte Schwierigkeiten, die Uhr zu lesen. So, jetzt mach mal hin und gib die Uhrzeit ein. Okay. Gut, die Uhrzeit ist eingetragen. Als nächstes möchte ich mich mit meinem Node verbinden. Das ist die DNO 349. Das macht man mit dem Befehl C, die Connect. Und schon ist man verbunden. Was ein bisschen ärgerlich ist, dass der, der Ton vom AX25, dass man den Ton jetzt gerade nicht hört. Das ist so ein bisschen schade. Aber ich wollte das Ganze jetzt nicht nochmal aufnehmen. So, MH ist die Abkürzung für MHeard. Damit kann man sich anzeigen lassen, was der Node in diesem Fall bislang an Stationen gehört hat. BBS ist ein Alias, um sich mit der am Node verbundenen BBS zu verbinden. Das ist bei mir die DBX349. Und die BBS-Software, die ich hier verwende, die heißt OpenBCM. Und die zeigt als allererstes die Mails, die man bekommen hat. Und ich muss die mal aufräumen. Die Liste ist mir zu lang. Also die letzte E-Mail, das ist die 31, die habe ich mir noch nicht durchgelesen. Ne, Mails, wo neben der Nummer ein kleines R steht, das sind Mails, da hat man schon drauf geantwortet. Und ein großes R ist eine Mail, worauf man noch nicht geantwortet hat, aber man hatte sie schon gelesen. Oder war das umgekehrt?
Gut, mit dem Befehl check -L und eine Zahl kann man sich die letzten Mails anzeigen lassen. Also die aktuellsten Mails anzeigen lassen. So, und da kommen wir auch eigentlich zum Manko vom Packet Radio im CB-Bereich. Es sind kaum, für mich zumindest, interessante Nachrichten vorhanden. Horoskop ist jetzt nicht so mein Ding. Vieles ist ein bisschen älter. In den 90er, spät 90er Jahren und Anfang der 80er Jahre war da natürlich deutlich mehr drin. Ich bin damals, das war 1992, bin ich zum Packet Radio in CB-Funk gekommen. Hat auch damals eine BBS betrieben. Tatsächlich ist der Name DNO 349 und DBX 349 kommt noch aus Mitte der 90er Jahren. Das ist mir damals zugeteilt worden, die Rufzeichen. Es gibt zwar nicht wirklich eine Rufzeichenzuteilung, weder aktuell noch damals, aber es gab so einen kleinen Bereich an Jahren. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wo das war. Das muss irgendwie so Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Und da hatte man auf privater Ebene versucht, Rufzeichen für Mailboxen einzuführen. So mit Dear-Boards kann man sich alle Bulletin-Boards anzeigen lassen. Man sieht ja auch, dass das sind recht viel. Was ich vorgezeigt habe, RNetz 7, das ist, dann liest man in dem Board Netz die 7. Message. Ja, und eigentlich war es das jetzt. Wirkliche Funktionen gibt es nun mal in dem BBS nicht, im Packet Radio. Das ist alles eben sehr ASCII-basierend. Es muss sehr leicht sein. Die Übertragungsrate ist nicht besonders hoch. Das sind gerade mal 1200 Baud. Und da kann man nicht zu viele Informationen übermitteln. Das dauert zu lange. Und dann melde ich mich da auch ab. Wie Packet Radio allgemein funktioniert, werde ich in einem zukünftigen Video, zumindest falls Interesse besteht, in einem zukünftigen Video erläutern. Ja, dann bis zum nächsten Mal.